Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch die klassische schwedische Torte und zwar die Prinsesstårta. Das ist die schwedische Prinzessinnen-Torte, so genannt, weil 3 der schwedischen Prinzessinnen sie zu ihrer Lieblingstorte erklärt hatten. Ja, seitdem ist sie auch die Lieblingstorte der Schweden und ich glaube auch vieler Menschen, die schon einmal in Schweden waren. Sie schmeckt einfach wahnsinnig lecker. Sie besteht aus einem fluffigen Biskuitboden, aus einer Füllung aus Himbeerkonfitüre, Vanillepudding und Vanillesahnesatt und natürlich oben auf der wunderbaren Marzipankuppel gekrönt von einer einzelnen Rose, meistens rosa, mit grünen Rosenblättern. Das ist wirklich eine prinzessinnenhafte Torte, ein wunderschönes Meisterwerk der Konditorkunst. Da die Torte im Wesentlichen aus einem Biskuit mit Füllung besteht, könnt ihr euch einfach am Vortag schon meinen Sugar Princess Biskuit vorbacken. Wir starten gleich mit der Zubereitung der leckeren Vanillecreme. Und dafür geben wir uns 600 Milliliter Milch, Vollmilch muss es unbedingt sein, in einen kalt ausgespülten Topf. Dazu kommt eine ausgekratzte Vanilleschote oder auch 2 und natürlich das Mark der Vanilleschote. Das könnt ihr euch einfach mit dem Messerrücken aus der Schote rauskratzen. Ja, und wir lassen uns die Milch bei milder Hitze aufkochen einmal und stellen sie dann gleich aus und lassen sie einfach 5 bis 10 Minuten ziehen. In der Zeit können wir uns dann auch schon die Eigelb anrühren. Für die Eigelbmasse geben wir uns die Eigelb, die 6 in eine Schüssel, geben 100 Gramm Zucker hinzu und 50 Gramm Stärke und verrühren das alles miteinander. Nicht schaumig schlagen, nur verrühren. Sollte die Masse zu dick sein zum Verrühren, dann könnt ihr noch etwas kalte Milch hinzufügen. Einfach gerade so einen Esslöffel ungefähr. Es sollte möglichst klümpchenfrei verrührt sein. Und ihr seht, das Ganze wird so ein bisschen dicker und der Zucker löst sich auf und dann ist es allmählich richtig. Und jetzt nehmen wir uns aus der Vanillemilch die Vanilleschoten raus und lassen die Milch hier einfach unterrühren zufließen, sodass die Eier schön temperiert werden. Immer schön langsam. Sehr gut, die Milch ist untergerührt, die Eier sind temperiert. Jetzt geben wir uns das wieder in unseren Topf und kochen das einmal kurz auf, bis unser Pudding entsteht, also die ganze Masse andickt. Und ihr seht, das fängt jetzt an anzudicken und dann richtig schön feste rühren und die Temperatur runterstellen. Also, und jetzt rühren, bis euch der Arm abfällt. 3 bis 4 Minuten, wie gesagt, und dann habt ihr einen fantastischen Vanillepudding. Perfekt, unser Pudding ist fertig. Wir müssen ihn umfüllen, denn er blubbert schon ganz schön. Bevor wir uns das Ganze jetzt umfüllen in einen flachen Teller, das geht dann einfach schneller zum Abkühlen, geben wir uns noch die Butter hier unter 50 Gramm, die gerade noch hier untermontieren. Sobald die Butter schön untermontiert ist, können wir uns jetzt den Pudding in den flachen Teller gießen und ihn schön abdecken mit Frischhaltefolie, damit er einfach keine Haut bildet beim Abkühlen. Und das ist schon eine Menge Pudding, aber wir haben ja auch eine große Torte von 24 cm Durchmesser und da muss schon ein bisschen was drauf. Das decke ich mir gerade mit Frischhaltefolie direkt auf den Pudding ab, damit sich einfach beim Abkühlen keine Haut bildet. Und zum Auskühlen auf die Terrasse oder wenn er schon halbwegs abgekühlt ist, in den Tiefkühler stellen. Das darf man vielleicht auch mal machen. Und in der Zeit werde ich mir schon die Böden zubereiten und die Sahne schlagen. Super schön hoch, genau das, was wir benötigen. Diesen schönen Boden werden wir uns jetzt zweimal horizontal durchschneiden. 2 Böden sollten etwas dicker sein und einer, der als Kuppel dann nachher oben drauf kommt, darf ruhig etwas dünner sein. Ich habe jetzt hier mein Messer auf 1,5 cm eingestellt. Das ist unser erster Boden und ihr seht, wie fluffig und luftig der ist. Der kann schon mal auf die Tortenplatte.
Ja, dann schneiden wir uns nochmal 1,5 cm und dann noch ein drittes Mal. Und so haben wir dann 3 wunderschöne Böden. Von dem hier oben werde ich so ein bisschen die Backhaut abnehmen. Wunderschön. Das hier, der mittlere Boden, der ist der weichste Boden und den werden wir als Kuppel verwenden. Gerade beiseite. Jetzt müssen wir natürlich noch die Backhaut abnehmen. Da kann man jetzt nochmal nachschneiden, dass wirklich alles weg ist. Auch den beiseite. Während der Pudding noch kühlt, können wir uns auch schon die Sahne aufschlagen. Die 600 Milliliter mit 3 Tütchen Sahne fest und 3 Tütchen Vanillin oder Vanillezucker. Und ich habe noch 3 Esslöffel Zucker hinzugefügt. Ich schlage die Sahne immer erst auf niedriger Stufe an, dann spritzt es nicht so und dann gebe ich erst alles hinzu und dann schalte ich auch erst höher. Die Sahne sollte so steif geschlagen werden, dass ein Messerschnitt sichtbar bleibt. Also ein bisschen kann sie bei mir noch. Aber Achtung, nicht zu Butter schlagen. Man sieht es eigentlich immer ganz gut, wenn so die Form stehen bleibt, die Form der Rührer. Dann ist sie fertig und dann ist sie auch steif genug, dass wir sie jetzt unter die Puddingcreme rühren können. Natürlich muss der Pudding wirklich ganz abgekühlt sein, sonst schmilzt unsere Sahne sofort. Die können wir uns bis zur Verwendung jetzt noch kalt stellen, denn jetzt müssen wir uns erstmal um den Pudding kümmern und schauen, ob er schon genug abgekühlt hat. So, der Pudding ist noch nicht ganz abgekühlt, aber ich gebe ihn hier schon mal in eine Glasschüssel und rühre ihn einfach schon mal einmal durch, damit er jetzt einfach immer schön geschmeidig bleibt. Sehr schön fest. Ja, und den Pudding können wir uns einmal jetzt kurz durchrühren. Und ihr seht, der ist jetzt wirklich wunderschön geschmeidig. Sobald er einfach wirklich auf Zimmertemperatur abgekühlt ist, können wir 1/4 davon schon in einen Spritzbeutel mit großer Lochtülle umfüllen. Denn wir wollen jetzt den untersten Boden mit einem Teil dieser Puddingcreme schon mal bestreichen und dann dort die Himbeermarmelade reinfüllen. Ich habe mir da die Tülle Wilton 1A dran gemacht. Das ist eine Lochtülle, eine größere. Und jetzt werden wir uns den untersten Boden vornehmen. Gerade, dass hier unten alles bedeckt ist. Das hat den Vorteil, dass unsere Marmelade nicht so stark in den Boden einläuft und beim Anschnitt der Boden schön weiß bleibt. Und jetzt spritze ich mir außenrum einfach gerade nur einen Rand. So, und hier in die Mitte können wir uns jetzt eine Schicht Marmelade geben. Ich nehme dafür Himbeermarmelade ohne Kerne. Ihr könnt sie euch natürlich auch selber kochen oder andere Marmelade verwenden. Aber ich denke, sie sollte schon rot sein. Die Marmelade rühre ich mir gerade so ein bisschen durch, dass sie etwas streichfähiger wird. Ihr könnt sie auch ganz leicht erwärmen, das geht natürlich auch. Nur wir wollen jetzt keine Hitze in der Torte haben, denn es kommt ja nachher die empfindliche Sahnecreme drauf. Deswegen verzichte ich jetzt darauf und rühre sie einfach gerade so um. Ja, so kann es gehen. Jetzt können wir sie uns hier auf den Boden geben und gerade verstreichen. Ich habe jetzt hier so ein halbes Glas Marmelade genommen, so etwa 140 bis 180 Gramm. Alle genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer auf den Blog, da könnt ihr das Rezept dann auch ausdrucken. Selbstverständlich könnt ihr, wenn Saison ist, auch Himbeeren auf diesen Boden geben, halbierte oder ganze. Das passt natürlich auch richtig gut dazu. Aber jetzt ist gerade nun mal nicht Saison und deswegen soll es uns eine Marmelade auch tun. Vorsichtig bis zu dem Ring aus Vanillepudding verteilen.
Und ihr seht schon, das ist schon auch von den Farben her eine wirklich prinzessinnenhaft tolle Torte. Sehr schön sieht es schon aus. Jetzt werden wir uns den Rest der Vanillepuddingcreme mit einem Teil der Schlagsahne vermischen, und zwar mit der Hälfte der Schlagsahne, und sie dann hier raufgeben, den zweiten Boden aufsetzen, dann eine Kuppel formen aus dem Rest der Creme und den letzten Boden aufsetzen. So ist jetzt erstmal der Plan. Ja, und hier ist nun unser schön gekühlter Vanillepudding. Ich hatte ihn noch mal kurz in der Tiefkühltruhe, so für 10 Minuten, und er ist jetzt richtig schön kalt geworden. Perfekt. Das ist jetzt der restliche Vanillepudding, der einfach noch übrig ist. Und hier werden wir uns jetzt die Hälfte der geschlagenen Sahne unterheben. So, den Rest der Sahne stelle ich mir wieder kalt und hebe jetzt vorsichtig die Sahne hier unter den Pudding. Und so entsteht natürlich eine fantastische, luftige Pudding-Sahne-Creme. Und ich glaube, diese Creme hat die Prinzessinnen damals in Schweden so begeistert und begeistert auch heute noch so viele Menschen. Ganz sanft, bis alles schön homogen verrührt ist. Wunderbar. Sehr, sehr schöne Creme. Und jetzt werden wir die Marmelade gerade mit einem Teil dieser Creme abdecken und den restlichen Teil dieser Creme, den werden wir für die Kuppel verwenden. Dafür habe ich mir jetzt wieder ein Viertel von der nun mit der Sahne versetzten Puddingcreme in einen Spritzbeutel, in denselben gefüllt. Und jetzt geht das ganz einfach. Wir spritzen uns einfach hier oben dann nochmal eine Spirale auf, dann ist das schön gleichmäßig verteilt. Den Rest hier noch verwenden und dann wird das mit der Palette glatt gestrichen. Und auf diese Weise rutscht euch dann auch die Creme nicht so auf der Marmelade. Das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man Marmelade in einer Torte hat. Und hier durch das Spritzen kann man das jetzt ganz gut vermeiden. Und ihr seht, die Schicht schließt wunderbar mit dem Puddingrand ab. Und der Puddingrand ist jetzt richtig schön fest. Also der hält die Creme, die etwas weichere Creme, die mit der Sahne, sozusagen innen fest. Schauen, dass alles schön gerade ist, ihr wisst es. Denn nur gerade Böden ergeben eine gerade Torte. Perfekt. Jetzt legen wir uns hier den obersten der 3 Böden auf. Den obersten einfach deswegen, weil wir ja diesen Mittelboden für die Kuppel benötigen, weil er einfach der weichste Boden ist. Natürlich schauen, dass alles schön gerade übereinander sitzt. Sehr gut. Und nun geht's an die Kuppel. Und dafür werden wir uns nun auch den Spritzbeutel nehmen, denn dann ist das Ganze einfacher. Wir spritzen uns einfach hier so immer mehr drauf und lassen dabei hier außen einen Ring frei, also ungefähr 1 cm frei. Denn da muss ja noch der andere Boden dann oben drüber gelegt werden. Ich habe es schon gesehen bei anderen YouTubern, dass 3 Böden unten waren und keiner oben, nur Sahne oben. Das ist nicht richtig. So trägt die Torte eigentlich nicht wirklich. Der oberste Boden dient dazu, die Kuppel so ein bisschen abzustützen. Also die Marzipanhülle abzustützen vielmehr. Genau. Machen wir uns an die Kuppel. Ja, und wieder habe ich hier meinen Spritzbeutel mit der Lochthülle gefüllt mit der restlichen Creme. Und hier jetzt einfach schön die Kuppel aufspritzen, schön gleichmäßig. Wer möchte, kann natürlich diesen Boden auch noch mit Marmelade bestreichen. Jetzt der nächste Ring. Und wieder in der Mitte anfangen. Und so baut sich dann langsam die Kuppel auf und auch schön gleichmäßig. Dann vermeidet man, dass man nachher dann an einer Seite so viel hat und an einer anderen wenig. Immer von der Mitte ausgehen. Also ihr seht, mit dem Spritzbeutel geht das ganz einfach, dass man wirklich überall die gleiche Menge hat.
Creme ist vollständig verbraucht. Und jetzt seht ihr ja, das ist schon wirklich fast eine Kuppel. Und die können wir uns jetzt noch schön verstreichen, dass einfach alles wirklich schön glatt ist und wir nachher eine wunderbare Kuppelform haben. Und so müsst ihr auch keine Angst vor der Torte haben. Das geht so dann ganz leicht, dass man eine schöne Form kriegt. Da muss ich eigentlich fast gar nicht mehr viel machen. Jetzt einmal noch drum herum gehen. Und ihr seht, eine fantastische Kuppel. Und was ich jetzt noch mache, ist den Rand so ganz zart mit Creme einstreichen. Ganz so ein bisschen, damit der Biskuit einfach dann auch besser haftet, den wir jetzt gleich oben drauf legen. So. Genau, und das macht ihr dann einfach so lange, bis ihr hier zufrieden seid, dass die Kuppel wirklich wunderschön ist. So, jetzt kommt hier der letzte Boden oben auf. Nicht etwa eine Kuppel aus Sahne und dann direkt das Marzipan. Das hält ja nicht. Das wird dann total instabil. Deswegen, hier muss unbedingt der dritte Boden oben drauf. Und dann wird das Ganze außenrum mit dem Rest der Sahne eingestrichen. Ja, und hier ist unser letzter Boden. Und wie gesagt, der Boden darf ruhig ein bisschen dünner sein als die anderen Böden. Ringsrum etwas andrücken an die Creme, dass er schön sitzt. Und ihr seht, da gibt es schon die Kuppelform. Die entsteht hier jetzt schon. Natürlich gucken, dass man alles wirklich jetzt auch schön gleichmäßig aufsetzt, dass da keine Unebenheit entsteht. Und jetzt nehmen wir uns den Rest der Sahne und streichen die Torte außenrum mit Sahne ein. So, wunderbar. Die Sahne, die übrige, ist in meinem Spritzbeutel. Und jetzt können wir einfach hier gerade ein bisschen was drauf geben. Das dient ja im Grunde zum Ankleben des Marzipans dann nachher. Und das sollte auch nur eine dünne Schicht sein. Und ihr seht, wie einfach das dann geht, das Ganze gleichmäßig zu verteilen, wenn man so einen Spritzbeutel im Betrieb hat. Jetzt haben wir natürlich noch was für die Seiten. Und da gehe ich jetzt einfach so zickzackförmig an den Seiten entlang. Und dann kann das Ganze schön verstrichen werden. Und dann haben wir eben unter dem Marzipan so eine ganz zarte, dünne Sahneschicht. Das ist auch der Grund, warum die Torte relativ schnell verzehrt werden sollte, weil das Marzipan nach einer Weile durch die Sahne dann anfeuchtet. Schauen, dass alles schön verkleidet ist, dass alle Löcher zugestrichen sind mit Sahne. Schauen, dass wirklich überall gleichmäßig Sahne ist. Das ist ganz wichtig bei dieser Torte für den Anschnitt, der dann richtig schön aussieht. So, die Torte ist bei mir jetzt nun schön eingedeckt. Ich habe sie nochmal mit der Palette, mit der Teigkarte abgezogen und sie darf jetzt einfach nochmal in die Kühlung. 1 Stunde mindestens, besser 4 Stunden, besser noch über Nacht. Dann ist alles schön durchgekühlt und ihr könnt ohne weiteres dann am nächsten Tag die Marzipandecke über diese wunderschöne Kuppel stülpen. Der schöne Tortenrohling war bei mir über Nacht abgedeckt im Kühlschrank, mit einer Tortenhaube abgedeckt und ist wunderbar fest geworden. Ja, und jetzt können wir uns das Marzipan anwirken, färben und versuchen, die Torte so schön wie möglich einzudecken und zu dekorieren. So, hier sind meine 600 Gramm Marzipan. Das ist Rohmarzipanmasse und die können wir so nicht verarbeiten. Das heißt, wir müssen sie noch etwas anwirken mit Puderzucker. Und ich werde mir das Marzipan auch zerpflücken. Dann geht das Ganze nämlich einfacher und verbindet sich einfach leichter. Das Wichtige ist beim Anwirken des Marzipans, dass ihr nicht zu lange knetet, denn dann könnte das Öl austreten. Ganz wichtig, dass man dabei zügig vorgeht und sich nicht lange aufhält. So, das Marzipan ist zerpflückt. Jetzt kann unser Puderzucker hinzu. Ich gebe mal noch nicht alles dazu und schaue erstmal, wie es sich so macht.
Das Marzipan anwirken und färben könnt ihr natürlich auch schon am Vortag machen. Gar kein Problem. Dann habt ihr das schon fertig an diesem Tag und könnt einfach euch aufs Dekorieren konzentrieren. So, das Marzipan ist fertig vorbereitet. Einen Teil davon muss ich mir natürlich jetzt abnehmen. Den möchte ich nämlich nachher rot färben für die Rose. Und einen anderen Teil färbe ich mir schön pastellig grün. Nehmen wir mal für die Rose so ein bisschen was ab. Gerade beiseite legen. Das können wir uns nachher färben. Ein Teil vielleicht noch zur Sicherheit zurückbehalten. Und diesen restlichen Teil, den färbe ich mir jetzt pastellgrün. Zum Färben nehmt ihr am besten Pastenfarben oder Pulverfarben. Immer nur ein ganz klein bisschen dazugeben, sonst wird es vielleicht zu arg grün. Die Farbe zieht immer auch noch ein bisschen an. Vorsicht! Die Farbe einfach dazugeben, tröpfchenweise. Und erstmal mit etwas von dem Marzipan verkneten, um zu gucken, wie stark die Farbe ist. Und dann kann man das nämlich unter den Rest unterkneten. Deswegen habe ich mir jetzt auch noch einen sozusagen Rettungsmarzipan übrig gelassen. Wenn es euch zu dunkel wird, dann habt ihr immer noch etwas, womit ihr das Ganze heller machen könnt. Und jetzt so peu à peu mit dem Rest Marzipan verkneten. So könnt ihr den Farbton besser bestimmen. So, mein Marzipan ist fertig. So ein Pastellgrün ist für mich genau der richtige Farbton. Ich möchte es nicht so dunkelgrün haben. Jetzt färbe ich mir noch den Rest für die Rose. Rosa. Ich habe jetzt hier nur Rot. Und dann gebe ich nur ganz wenig dazu, dann gibt es einen Rosaton. Und denkt immer daran, wenn ihr euch vertut mit der Farbe, wenn sie zu dunkel wird, am besten noch etwas Marzipan in weißer Farbe, also unbearbeitetes Marzipan daneben liegen haben. Dann kann man das Ganze nochmal korrigieren. Und ihr seht, das wird nicht direkt rot, da müsste man jetzt etwas mehr Rot dazugeben. Das wird dann eher so ein Rosaton und den wollen wir ja auch genau haben für unsere Rose. Das Marzipan, was wir jetzt nicht verwenden zum Überziehen der Torte, werden wir uns gerade an die Seite legen und abdecken, dass es nicht austrocknet. Ganz wichtig, einfach mit Frischhaltefolie einwickeln und wir können uns ans Eindecken unserer leckeren Torte machen. Und wir rechnen den Durchmesser der Torte plus so ungefähr 10 cm, also die Höhe des Randes. Erst drücken wir uns das Ganze so ein bisschen, denn anfangs lässt sich das noch nicht so gut rollen und drehen das immer schön. Und wenn wir hier jetzt angekommen sind, dann können wir anfangen mit dem Ausrollen. Und möglichst gleichmäßig in alle Richtungen ausrollen. Von der Mitte aus bis zum Rand. Und natürlich ist es so, je öfter ihr so etwas macht, desto einfacher wird euch das fallen. Ich habe es lange nicht mehr gemacht. Aber es macht ja auch Spaß, wenn man mal wieder endlich so richtig schön dekorieren kann. Ihr könnt gerne mal in meine alten Videos gucken, da habe ich noch viel mehr Motivtorten gemacht. Da habe ich sehr oft mit Fondant und Buttercreme und so weiter gearbeitet. Das mache ich ja heute nicht mehr so oft. Aber macht auch mal wieder Spaß. Und ihr seht hier, diese Unterlage ist ganz gut. Man sieht ungefähr, wie viel Zentimeter man schon ausgerollt hat. Versucht möglichst gleichmäßig zu rollen und zwischendurch, wenn es anfängt zu kleben, dann noch mal ein bisschen Puderzucker drunter legen und weiter ausrollen. Ich habe meinen Marzipan ausgerollt. Jetzt nicht lange damit rummachen, sondern auf die Torte damit. So, die Torte steht auf meinem Drehteller wieder. Das ist ganz wichtig, damit man nachher gut den Marzipan auch andrücken kann. So, und jetzt gehen wir einfach über die Torte mit dem Rolling Pin und lassen den Marzipan auf die Torte ab. Ja, ihr seht, der Marzipan ist auf dem Törtchen. Ist immer so ein schwieriger Moment, muss man ja sagen. Und jetzt müssen wir ihn ganz vorsichtig verarbeiten, ganz vorsichtig andrücken. Und dann können wir uns schon an die Dekoration machen. Bisschen wegziehen und andrücken. Das ist eigentlich wie bei Fondant. Allerdings ist der Marzipan nicht so elastisch. Man muss also sehr aufpassen, dass man sich nicht Falten reinmacht. So, und wenn der Marzipan so halbwegs überall gut angedrückt ist, dann können wir hier unten vorsichtig abschneiden. Seitlich abnehmen, dass man sich nicht die Oberfläche der Torte beschädigt. So, und für die Rose werden wir uns jetzt das Marzipan gerade in so Stränge rollen. Und wir brauchen 2 Innenblätter, dann 4 äußere und dann nochmal 5. Das heißt, wir brauchen insgesamt 11 Kugeln. 9, 10, 11. Die sollten ungefähr die gleiche Größe haben, logischerweise, sonst werden die Blätter unterschiedlich groß. Das wäre dann nicht so gut. Die rollen wir uns einfach zu Kugeln
So entsteht jetzt gleich unsere Rose mit diesen Kugeln. Gerade ein bisschen drücken, dass sie an einer Seite dünner werden. Und diese eine Seite könnt ihr dann auch mit dem Finger noch ausarbeiten. Wenn es kleben sollte, nehmt ihr euch einfach so eine Folie, hier sowas, einfach so eine Folie und macht das zwischen den beiden Folienseiten. Einfach gerade hier drücken, dass die eine Seite flach ist und diese Seite dann ausarbeiten. Und wenn ihr so einen Vena habt, zufälligerweise von der Fondantarbeit, könnt ihr das Rosenblatt sogar noch pressen. Dann sieht es wirklich richtig wie ein Rosenblatt aus. Hat auch die Struktur. So, das sind nun meine Rosenblätter. Wir rollen uns das erste Blatt. Das ist das innerste Blatt. Deswegen rollen wir das so ein bisschen ein und lassen aber hier frei, hier offen. Und da setzen wir das zweite Blatt rein und rollen die beiden umeinander. Jetzt setzen wir hier die 4 nächsten Blätter an. Und zwar einfach überlappend sozusagen und etwas höher als die Mitte. Ganz bisschen. Dann dort das nächste hineinsetzen. Das nächste hineinsetzen und das letzte hineinsetzen und überlappen lassen. Jetzt kommen die äußeren 5 Blätter. Die werden jetzt auch wieder einfach etwas höher als die davor angesetzt und immer überlappen lassen. Und das letzte Blatt. Und jetzt müssen wir einmal vorsichtig außen rumgehen, unten, nicht oben, und das Ganze so ein bisschen festdrücken. Und jetzt können wir hier vorsichtig die äußeren Blätter umknicken und ihnen die typische Rosenblattform verpassen. Und unsere Marzipanrose ist fertig, die erste. Hier unten jetzt schauen, dass man das Ganze noch abrundet. Das kann man abschneiden, den Rest. Denn so kommt unsere Rose dann ja auf die Torte. Ich mache noch 2 kleinere Versionen, einfach mit 2 und 3 Blättern. Sozusagen so eine Art Knospe oder kleine Rose, noch nicht aufgeblühte Rose. Und gucke dann, welche ich alle auf die Torte setzen werde. Die Rosenknospen dürfen natürlich etwas weniger geöffnet sein, deswegen mehr nach innen gehen, nach innen kippen die Blätter und nicht so weit öffnen wie bei der aufgeblühten Rose. Vorsichtig das Ganze schön runden unten und wir haben eine Rosenknospe. So, und schließlich kommen nun noch die Blätter dran. Die Blätter müssen natürlich zur Rose passen, also entweder einen größeren oder einen kleineren Cutter verwenden oder die Blätter auch einfach mit dem Messer ausschneiden. Ich habe jetzt hier so einen Cutter zur Hand. Ich drücke einfach, dann werfe ich ihn hier aus und präge ihn gleichzeitig, indem ich einfach den Stempel drücke. Und dann seht ihr, da kommt ein wunderschönes Rosenblatt dabei heraus. Und ich verlinke euch alle wichtigen Materialien und Cutter und so weiter in der Infobox. Stecht euch nun einfach so viele Blätter aus, wie ihr wollt. Und wir können die Torte final dekorieren. So, die hellgrüne Leinwand ist parat. Ich werde jetzt etwas Feuchtigkeit an meine Rosen bringen, denn sonst halten sie womöglich nicht. Ihr könnt dafür Vanilleextrakt nehmen oder ein ganz klein bisschen Wasser aufstreichen auf die Unterseite. Allerdings erst, wenn ihr euch sicher seid, wo die Rose hin soll. Bei mir jetzt hier hin. Und jetzt ist sie auch wirklich fest. Ihr könnt sie jetzt nicht mehr bewegen. Und unsere Blättchen auch ein bisschen feuchten. Ganz zart. Nur ein Hauch Feuchtigkeit. Bitte nicht zu viel machen. Sonst kriegt ihr Flecken auf die Torte. Die zweite Rose setze ich hier an. Am besten verwendet ihr Zuckerkleber dafür. Und wenn ihr die Blätter so ein bisschen bewegt, sehen sie besonders natürlich aus. So, ich habe mir noch etwas Sahne geschlagen und in einen Spritzbeutel mit der 1M Tülle gefüllt und spritze mir noch einen Rand hier unten um die Torte. Die
Torte ist soweit fertig. Der Rand ist gespritzt. Sie sieht einfach wahnsinnig schön aus, finde ich. Das, was noch fehlt, ist der Puderzucker. Einfach noch gerade einen ganz feinen Hauch. Fertig ist unsere Prinzessinnen-Torte, Princess Torta, und wir können sie probieren. So, wir schneiden unser wunderschönes Prinzessinnen-Törtchen an. Es sieht einfach gnadenlos gut aus, finde ich. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das mache, dass ich möglichst die Deko nicht zerstöre. Ich drehe sie mal ein bisschen, dann kann ich besser einschneiden. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Und da kommt unsere Princess Tartar. Ich kann es echt nicht fassen. Sie sieht wirklich wunderschön aus. So, meine Lieben, ich freue mich wie immer. Ich darf das Törtchen probieren, bevor der Geburtstag beginnt. Denn diese Torte habe ich für meine mittlere Tochter zum 19. Geburtstag gebacken. Und wir werden diese Torte morgen mit der ganzen Familie verkosten. Ich hoffe, dass sie bis dahin noch gut hält im Kühlschrank, dass das Marzipan nicht anschmilzt. Da habe ich so ein bisschen Sorge. Ich schreibe euch alles auf jeden Fall auf dem Blog, ob das geklappt hat, ob man sie noch am selben Tag essen sollte. Das findet ihr alles dann auf dem Blog. Da könnt ihr auch das Rezept ausdrucken. Ja, und langer Rede, kurzer Sinn. Ich probiere jetzt für euch. Also, was soll ich sagen? Diese Torte müsst ihr einmal im Leben auf jeden Fall gebacken haben. Sie schmeckt traumhaft lecker, traumhaft zart, gar nicht schwer. Es ist eine sehr luftige Komposition aus diesem Biskuit, der Puddingsahne und dann diesem tollen Marzipan. Ich liebe ja Marzipan, deswegen alles, was Marzipan hat, ist sowieso schon mal mein Traum. Ja, und die Optik ist natürlich ungeschlagen, übertrifft wirklich alles, finde ich. Es ist wirklich eine großartige Torte, kann man auch zu einer Hochzeit servieren, unbedingt nachbacken. Das war die wunderschöne schwedische Prinzessinnen-Torte. Ein wahnsinnig tolles Rezept und super lecker und wunderschön. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wird euch nützlich sein beim Nachbacken. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich gerne auch einen netten Kommentar, da freue ich mich immer. Abonniert den Kanal, hier unten auch die kleine Glocke drücken, dann bekommt ihr alle Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, und das nächste Video gibt es am nächsten Sonntag um 10 Uhr, wie immer. Bis dahin sage ich gutes Gelingen, bleibt gesund und tschüss!